Mısır. Balkondaki çocuklar Mısır. İnsanlar var Mısır. Herkes evinde yapıyor Mısır. Allah Allah. Başka ne biliyorsun ya? Hayır, ısıtan bir kesme. Kalabalık olamayacaksa zincirleme çıkarız. Ah, Allah'ım seversen. Ja, hallo, meine liebe Zuschauerinnen und Zuschauer zu unserer heutigen Sondersendung Erdbeben in der Türkei und Syrien und wie können wir aus Deutschland heraus helfen. Wir haben es mitbekommen, in der Nacht von Sonntag auf Montag haben wir eine große Krise in der Türkei erlebt mit sehr vielen Opfern. Es sind mittlerweile schon über 12.500 gemeldete Tote. Die Zahlen werden wahrscheinlich noch steigen und wir werden dann sehen, wie sich das entwickelt in den nächsten Tagen. Es ist, wie wir in den Bildern auch gesehen haben, eine sehr große, schlimme Katastrophe, schlimmste der letzten Jahrzehnte in der Türkei. Wir haben heute eingeladen Janine Wiesler, Sprecherin der Linken, und Alef Bahadır von der DİDİF Bundesgeschäftsführung. Wir werden heute darüber reden, wie es zum Erdbeben kam und was wir aus Deutschland machen können. Janine hielt sich zufällig in der Türkei auf, als in der Nacht ein Erdbeben passierte, weil sie zu einem anderen Anlass in der Türkei war. Sie wollte zum Gerichtsprozess als Beobachterin des Gerichtsprozesses von 108 oppositionellen HDP-Mitgliedern und Abgeordneten, unter anderem auch die ehemaligen Vorsitzenden Demirtaş und Yüksekdağ, Entschuldigung. Ja, Janine, wie hast du dich gefühlt? Fangen wir mal direkt so an. Du bist in der Nacht aufgeweckt worden von deinen Begleitern. Was ist passiert? Ja, aufgeweckt worden bin ich natürlich vom Erdbeben selber. Ich war in der Türkei, weil ich eben am Kobane-Prozess teilnehmen wollte als parlamentarische Beobachterin. Und der Prozess sollte am Dienstag in Ankara sein und bin etwas vorher angereist, weil ich gerne in Diyarbakir Ahmet Gespräche führen wollte mit HDPlern, mit Oppositionellen, habe mich dort mit der Anwaltskammer getroffen und mit der Familie auch von Selahattin Demirtaş und mit seinen Eltern, seiner Ehefrau. Das war mein allgemeiner Grund, in Diyarbakir zu sein. Und bin dann in der Nacht um 3:15 Ortszeit von diesem sehr, sehr heftigen und sehr lange andauernden Beben geweckt worden, weil einfach alles gewackelt hat. Und bin dann geweckt worden und dann kam auch relativ schnell schon das erste Nachbeben und dann sind wir raus auf die Straße und da wurde mir dann bewusst auch, welche Dimensionen das haben könnte. Und wie sahen diese Dimensionen aus? Was hast du sehen können? Naja, also das, was mir zuerst aufgefallen ist, dass halt so viele Menschen wirklich leicht bekleidet auf der Straße waren mit Schlafanzug und Decke nur über die Schulter geworfen, dass viele Menschen ja quasi barfuß waren, nur in Sandalen oder Hausschuhen. Das war ja bitterkalt in der Nacht und es ist jetzt ja auch noch immer sehr kalt, also es lag Schnee, es waren niedrige Temperaturen und als ich das gesehen habe, ist mir klar geworden, dass die Leute eben wirklich in Todesangst aus ihren Wohnungen geflüchtet sind nach dem Erdbeben und da das ja nur jetzt eine Region ist, für die Erdbeben nicht so völlig ungewöhnlich ist und die meisten Menschen ja auch schon Erdbeben erlebt haben, wurde mir dann schon bewusst, okay, das scheint doch also es kam mir in dem Moment auch so vor, aber man kann das ja schlecht einordnen, wenn man jetzt keine Erfahrung mit Erdbeben hat.
in dem Moment wurde mir dann schon klar, okay, das scheint schon ein stärkeres Beben zu sein. Und als dann klar war, als ich dann die Beschädigungen auch in den Häusern gesehen habe und eben auch gesehen habe, dass ganze Wohnhäuser eingestürzt sind, dann war schon klar, dass das auf jeden Fall ein heftiges Erdbeben gewesen ist. Konntest du beobachten, wie die Hilfeleistung dort stattfand? Kamen die Hilfskräfte unmittelbar nach dem Erdbeben? Was ist denn da passiert? Ich meine, im Endeffekt waren ja alle praktisch am Schlafen. Ist ja mitten in der Nacht passiert. Man kann nicht erwarten, dass innerhalb von wenigen Minuten dann Hilfe kommt. Und das ist ja auch nicht nur eine Stadt gewesen, sondern mehrere Städte. Aber in Diyarbakir, was hast du da beobachten können? War die Hilfestellung im Laufe des Tages wenigstens ein bisschen, hat sich das ein bisschen normalisiert? Konnte man dann tatsächlich auch sehen, dass da gemacht wird? Oder war das eher so eine Sache, wo dann die Leute sich selber organisiert haben? Was war denn da die Beobachtung? Also ich habe natürlich keinen genauen Überblick, aber in der Nacht in Diyarbakir damit habe ich überhaupt keine Rettungskräfte wahrgenommen. Also ich habe ein paar Polizeiautos gesehen, aber eigentlich überhaupt keine Rettungskräfte. Und ich weiß, dass ich war ja mit einer Abgeordneten des türkischen Parlaments unterwegs und sie hat wirklich versucht, mit anderen zusammen, also aus dem eingestürzten Wohnhaus, die Menschen mit den bloßen Händen zu befreien. Also ich habe da jetzt in der Nacht nicht viele Rettungskräfte wahrgenommen und am nächsten Morgen waren einige Straßen abgesperrt, das auf jeden Fall. Aber was ich jetzt so auch mir berichtet wurde, und ich bin ja erst heute Morgen zurückgekommen aus der Türkei, wir haben schon viele berichtet, dass eben der Rettungseinsatz sehr schleppend ist, dass es viele Regionen gibt, die nach wie vor ziemlich auf sich alleine gestellt sind, wo kaum Hilfskräfte hinkommen und dass so natürlich auch wertvolle Zeit vertan wurde. Ja? Also weil jede Stunde zählt natürlich bei Verschütteten und bei diesen Temperaturen. Das ist ja im Sommer nochmal ein bisschen was anderes, wo die Menschen halt zumindest die theoretische Möglichkeit haben, auch längere Zeit noch zu überleben. Aber bei der Kälte ist natürlich klar, die Menschen, die schutzlos unter Trümmern liegen, können das ja nicht lange durchhalten. Also von daher gibt es ja schon auch sehr viel Kritik in der Türkei an Erdogan, an diesem ganzen Krisenmanagement. Das auf jeden Fall. Und in Syrien ist die Situation natürlich nochmal etwas dramatischer, weil die Gebiete eben noch schwieriger zu erreichen sind. Da würde ich vielleicht kurz an Alef weiterreichen die Frage. Alef, hast du einen Überblick über die Hilfsstellung der Hilfskräfte und was da gerade passiert? Ja, also laut türkischer Regierung befinden sich gerade knapp 16.000 Rettungskräfte im Einsatz. Also das sind, aber man muss dazu auch sagen, es sind auch Rettungskräfte aus dem Ausland in der Türkei aktuell und unterstützen da bei den Bergungsarbeiten. Und also die offizielle Zahl ist gerade, dass 60.000 HelferInnen bei den Bergungen, bei der Essensausgabe, bei anderen medizinischen Versorgungen dran sind. Also das heißt, es sind sehr, sehr viele ZivilistInnen auch, die da unterstützen, die dabei sind, die Menschen aus den Gebäuden zu bergen. Das sind auch die Eindrücke, die wir auch mitbekommen haben, dass es vor allem gerade beim ersten Beben in der Nacht die Nachbarinnen waren, die gekommen sind und die Leute, wie Janine gesagt hat, mit den bloßen Händen versucht haben, aus den Trümmern rauszuholen. Und das ist teilweise immer noch der Fall, weil es gibt immer noch Gebiete, in denen die Hilfe, also die staatliche Hilfe bis heute nicht angekommen ist, wo die Leute auf sich selbst gestellt sind. Ja, die türkische Regierung hat ja unmittelbar 1-2 Tage nach der Katastrophe praktisch einen Ausnahmezustand ausgerufen. Janine, hast du das noch mitbekommen? Wie war das für dich? Waren das noch so, du warst im Endeffekt bis gestern ja noch dort, hat man das dann noch gespürt irgendwie oder wie hat sich das denn ausgewirkt? Also gespürt habe ich es jetzt nicht, weil ich war ja in Ankara dann zu der Zeit, als der Ausnahmezustand, also Erdogan hat ja gesagt, er will den Ausnahmezustand ausrufen. Wenn ich das richtig weiß, beschäftigt sich das türkische Parlament heute damit. Also heute wird das debattiert. Es ist natürlich relativ klar, dass es auch eine Mehrheit bekommen wird. Aber von daher ist er meines Wissens nach auch gar nicht in Kraft und gilt ja auch für die 10 Provinzen, die eben besonders von dem Erdbeben betroffen sind.
Und das ist natürlich ein großes Problem, weil er will den Ausnahmezustand jetzt für 3 Monate verhängen bis zum 8. Mai. Und das ist dann eben genau eine Woche vor der geplanten Wahl in der Türkei. Und der Ausnahmezustand ermöglicht natürlich noch stärker gegen unabhängige Berichterstattung vorzugehen, noch stärker demokratische Rechte, die ja in der Türkei ohnehin ausgehebelt werden, die noch stärker zu beschneiden. Und das ist natürlich ein Problem. Und mein Eindruck ist, den hatte ich auch gestern hat ja zwischenzeitlich auch Twitter in der Türkei nicht mehr wirklich funktioniert. Mein Eindruck ist schon, dass man jetzt auch ein Stück weit die kritische Berichterstattung verhindern will, dass eben die Menschen aus den Regionen Fotos und Videos eben auch mit anderen teilen und deutlich machen, da kommt die Hilfe nicht an. Ist schon mein Eindruck, dass man das auch unterbinden will. Und es sind ja offensichtlich auch Menschen festgenommen worden gestern wegen angeblich oder wegen provokanten Einträgen in den sozialen Medien und war, glaube ich, die offizielle Begründung. Also das heißt, es ist auch ein Angriff auf die Pressefreiheit, ganz klar. Und ja, das ist natürlich ein Riesenproblem. Ja, die Türkei ist ja im Endeffekt noch im Wahlkampfmodus. Im Mai sollen Präsidentschaftswahlen und Wahlen stattfinden, Allgemeinwahlen. Wie sieht es denn da aus? Denkst du, also welche wahltaktischen Schritte unternimmt die AKP gerade oder wird diese Katastrophe auch dazu gebraucht, um Wahlkampf zu machen? Hast du so einen Eindruck bekommen können in der Türkei? Das kann ich jetzt schwer einschätzen. Also klar ist natürlich, es wird im Mai die Wahlen in der Türkei geben. Und ich meine, was Erdogan jetzt gemacht hat, ist ja jetzt auch vor dem Erdbeben, dass er eben versucht, die Opposition zu kriminalisieren und möglichst gar nicht antreten zu lassen. Also ich meine, die HDP steht ja kurz vor einem Verbotsverfahren. Also da ist ja die Frage, ob die HDP überhaupt in dieser Form zur Wahl wird antreten können. Und ich finde das auch deshalb nochmal so besonders krass, weil ich war ja jetzt nur die letzten Tage dann auch viel in der HDP-Zentrale und habe ja auch mitbekommen, was die machen infolge des Erdbebens. Also, dass sie einen Krisenstab eingerichtet haben, dass sie Menschen in die Regionen schicken zum Helfen, dass sie 200 LKWs mit Hilfsgütern organisiert haben, ja, und da auch zum Teil auf wirklich Widerstände stoßen. Also, aber die HDP soll verboten werden. Und dann gibt es ja auch noch den zweiten Weg quasi, dass man eben so viele Politikverbote für Menschen verhängt, die dann eben nicht Mitglied einer Partei sein dürfen, nicht kandidieren dürfen, weil ihnen wahlweise Terrorpropaganda unterstellt wird oder Zugehörigkeit zum bewaffneten Kampf, obwohl die Leute gar keine Waffen besitzen, sondern eigentlich also halt nur Reden halten und Flugblätter verteilen. Also das heißt, demokratisch zivile, friedliche Mittel nutzen. Also von daher glaube ich schon, dass wir gerade in den nächsten Wochen und Monaten besonders stark auf die Türkei schauen müssen. Deswegen bin ich ja auch hingefahren, jetzt zu diesem Zeitpunkt, um die demokratischen Kräfte in der Türkei zu unterstützen. Also ich habe mich auch nicht nur mit der HDP getroffen, sondern auch mit Gewerkschaften, mit der Anwaltskammer von Diyarbakir, mit Menschenrechtsorganisationen, mit Frauenbewegungen. Also das finde ich wirklich dringend notwendig, dass wir gerade jetzt in den nächsten Monaten diese Solidarität natürlich auch zeigen mit der türkischen Opposition und da auch eine Öffentlichkeit in Europa schaffen. Okay, Ale, vielleicht zu dir. Die Türkei ist ein Erdbebengebiet. Ne? Da kommen verschiedene tektonische Platten aufeinander zu und mittendrin ist die anatolische Platte, auf der die Türkei sozusagen schwimmt oder schwebt. Von Norden die eurasische, von Süden afrikanisch und die arabische von Osten und so weiter. Und es war eine Frage der Zeit, dass so eine große Katastrophe passieren konnte. Man hat ja eher spekuliert am Anfang, es wird in Istanbul passieren, einer ungefähr 15 bis 16 Millionen Stadt, da wäre es ja wahrscheinlich eine extrem enorme Katastrophe gewesen. Es hat jetzt 10 andere Städte im Osten und Südosten der Türkei erwischt. Welche politischen Maßnahmen hätte man treffen können, um genau diese Katastrophe zu verhindern, oder kann man so eine Katastrophe gar nicht verhindern? Also das Erdbeben an sich hätte man wahrscheinlich nicht verhindern können, aber all das, was danach passiert ist, also sei es die Gebäudeeinstürze, sei es die mangelnden Hilfeleistungen, also wir haben eben schon darüber gesprochen, dass die Hilfe bei den Menschen nicht ankommt. Also es wird ja jetzt viel über Staatsversagen gesprochen im Zusammenhang mit der Türkei. Ich denke, Versagen ist hier nicht das richtige Wort, weil Versagen schließt ja mit ein, dass man es versucht hätte.
hätte, aber das ist halt in der Türkei überhaupt nicht der Fall. Also die Türkei ist ein, wie du schon gesagt hast, sehr stark Erdbeben geprägtes Land. Allein wenn man sich die letzten 70, 80 Jahre anschaut, dann gab es zahlreiche Erdbeben, die auf der Richterskala über 7 waren. Also und über 7, da spricht man dann von weitreichender Zerstörung, also nicht eben von einem kleinen Beben, das man kaum spürt, sondern immer wieder kommt es zu Erdbeben. Und nach dem großen Erdbeben, das sich in der Marmara-Region, also um Istanbul, zugetragen hat, 1999 war das, da sind 17.000, 18.000 Menschen gestorben. Also hat die Regierung sehr viel versprochen, weil damals, also nach jedem Erdbeben wird dann sehr viel gerade über Bauvorschriften gesprochen, weil das fällt hier besonders auf, wenn Häuser einstürzen, eben wie Kartenhäuser in einer Region, die ja eigentlich wissen müsste, dass sowas regelmäßig passieren kann, dann heißt das, dass billig gebaut wird. Also trotz aller Versprechungen, trotz allem, was die Regierung beteuert hat, was sie verändern will, haben wir immer noch den Zustand, dass mit billigem Beton, dass mit billigem Stahl gebaut wird von Seiten der Bauunternehmen. Die werden nicht geahndet, also die Bauvorschriften werden missachtet, das wird nicht ordentlich überprüft. Das wissen wir, das sehen wir nach jedem Erdbeben. Es ist auch gar kein Geheimnis, dass Erdogan und die AKP-Regierung weitreichende Verbindungen zur Bauunternehmerlobby haben. Es gab ja, falls ihr euch erinnert, 2013 diesen Riesenskandal, wo es eben um Korruption in der AKP ging, wo auch Erdogans Sohn Bilal ja sehr prominent verstrickt war. Und da ging es eben auch vor allem um die Baulobby. Also einerseits wird wissentlich in Kauf genommen, dass das schlecht und billig gebaut wird für den Profit der Unternehmen. Gleichzeitig haben wir den Zustand, also es gibt ja Geologen und es gibt auch in der Türkei Geologen und es gibt auch in der Türkei Menschen, die haben schon frühzeitig, auch erst vor kurzem vor diesem Erdbeben gewarnt, dass etwas in dieser Art passieren wird, also auch in dieser Größenordnung, und das wurde einfach ignoriert. Und ein ganz kurzen Punkt will ich noch ansprechen, und zwar geht es um die Erdbebensteuer, die sogenannte, die wurde auch 99 eingeführt, eben also auch um angeblich Ausstattung zu besorgen, um Hilfsfonds und alles drum und dran einzurichten. Da wurden bis zum heutigen Tag etwa 88 Milliarden türkische Lira eingenommen, zusätzlich zu anderen Steuern und Abgaben, die noch geleistet wurden. Also wir bewegen uns da in noch höheren Summen. Also das ist ziemlich viel Geld. Vor allem der Wechselkurs war ja nicht so wie jetzt, also nicht schon immer. Das bedeutet also, wir reden hier auch von einer Summe von knapp 40 Milliarden Euro. Dieses Geld ist nicht mehr da. Und dieses Geld ist nicht mehr da, weil es benutzt wurde, weil es wieder in Unternehmen gesteckt wurde, weil damit Straßen gebaut wurden, damit Häuser gebaut wurden, Schulden beim Internationalen Währungsfonds abbezahlt wurden. Also für alles andere, außer für die Erdbebenhilfe. Also wir haben hier weitreichende Fälle von Korruption eigentlich. Genau, und deshalb hätte man diese Maßnahmen alle wirklich ergriffen, das Leid der Bevölkerung auf jeden Fall mindern können zumindest. Janine, möchtest du da noch was hinzufügen? Naja, im Wesentlichen teile ich das. Also natürlich kann kein Mensch Naturkatastrophen verhindern, also in Form von Erdbeben zumindest nicht. Und notwendig ist es eben, alles zu tun, um die Menschen davor zu schützen. Und das Erdbebenrisiko ist natürlich bekannt. Und natürlich kann man auch so bauen, dass zumindest die Wahrscheinlichkeit, das Risiko, dass Häuser beschädigt werden, dass sie wirklich einstürzen und Menschenleben gefährden, dass das minimiert wird. Und da ist es eben natürlich so, dass ich auch in Diyarbakir gesehen habe und mir das auch Leute gesagt haben, die dort leben, dass eben nicht nur jetzt ganz alte Häuser zusammengestürzt sind, sondern es sind eben auch Häuser zusammengestürzt. Eins wohl, das ist vor einem halben Jahr gebaut worden. Und Häuser, die halt jetzt nicht 50, sondern eher 10, 20 Jahre alt sind. Also da ist natürlich schon die Frage, werden halt
die Auflagen eingehalten, wer kontrolliert das, dass eben Häuser erdbebensicher und auch sicher gegen, also auch brandschutzsicher gebaut werden. Das ist sicher ein wichtiger Punkt und darüber wird man sicher auch reden müssen. Ja, klar. Ja, vielen Dank. Kommen wir vielleicht zu einem anderen Bereich, nämlich befindet sich die Türkei gerade auch in einem Angriffskrieg gegen Nordsyrien und die Bombardements haben trotz Erdbeben in der Region nicht aufgehört. Wie erklärst du das oder hast du dazu eine Antwort, Janine? Ja, ich finde es vor allem einfach furchtbar. Also ich habe das auch gesehen und gelesen, als ich jetzt in der Türkei war. Und ich meine, das ist halt diese fortgesetzten Bombardements, die es eben auch schon im November ja gab, wo es ja auch einige zivile Opfer gab. Und das ist jetzt natürlich trotz dieses wirklich schweren Erdbebens da dass weiter Angriffe offensichtlich der türkischen Luftwaffe gibt. Und das ist ja auch bestätigt vom türkischen Verteidigungsministerium. Das ist natürlich ein riesiges Problem. Und die Frage ist halt, finde ich, auch, wie die Europäische Union, ja, wie halt zum Beispiel auch die deutsche Bundesregierung darauf reagiert. Und ich meine, das letzte Mal, im letzten November, als die Bombardements waren, hat die Bundesregierung gesagt, so nach dem Motto, Erdogan muss schauen, dass die Verhältnismäßigkeit gewahrt ist. Also ich meine, man muss immer wieder deutlich machen, das ist völkerrechtswidrig, das ist da kommen Zivilisten ums Leben und deswegen ist es natürlich auch dringend notwendig, da Druck zu machen, dass diese Angriffe aufhören. Und da ist natürlich die Befürchtung, dass es jetzt gerade mit Blick auf die Wahlen, dass es da nochmal eine Verschärfung und Eskalation geben könnte. Und ich meine, das ist ja einfach auch das Tragische, das Doppeltragische auch an diesem Erdbeben, dass es natürlich auch Regionen in dem Fall jetzt trifft, die natürlich ohnehin so geschunden und so gebeutelt sind. Also Nordsyrien sowieso, da sind so viele Menschen, die vor Krieg geflohen sind. Die großen Flüchtlingscamps sind dort. Und Menschen, die vor Kriegen geflohen sind, vor Gewalt geflohen sind, eben jetzt eine solch furchtbare Katastrophe erleben. Aber natürlich muss man auch sagen, dass die kurdischen Gebiete in der Türkei ja vernachlässigt sind, dass sie unterfinanziert sind, dass es an Investitionen mangelt. Und deswegen ist es natürlich so wichtig, dass es eben jetzt auch internationale Hilfe gibt, dass es auch wirklich praktische Solidarität gibt mit den Menschen in der Türkei und in Syrien und dass alles dafür getan wird, den Menschen zu helfen. Vor allem ist es ja als Skandal zu bewerten, dass bisher die internationale Weltgemeinschaft zu den Bombardements ja auch schweigt. Ich kenne jetzt keine Erklärung aus Deutschland oder weder von der Regierung noch von Parteien, dass man das in irgendeiner Form kritisieren würde. Kritisieren ist schon beschwichtigend gesagt. Ne? Also das ist ja schon ein Skandal. Aber da muss man vielleicht auch als deutsche Linke eventuell auch ansetzen und intensiver auch auf dieses Thema eingehen. Was muss denn jetzt aus deutscher Sicht, was kann man jetzt aus Deutschland heraus für die Menschen dort vor Ort, sowohl in Syrien als auch in der Türkei, die gerade im Erdbebengebiet betroffen sind, machen? Was plant die Linke? Ist da irgendwas vorgesehen, was in nächster Zukunft dann stattfinden wird? Na gut, was wir natürlich jetzt praktisch machen können, ist natürlich Spenden zu sammeln und zu schauen, dass es eine Unterstützung gibt von hier für die betroffenen Regionen. Was wir als linke Partei natürlich auch machen müssen, ist eine Öffentlichkeit herzustellen und immer wieder darauf hinzuweisen, auf die Menschenrechtsverletzungen, auf die Einschränkung der Pressefreiheit, auf das drohende Verbotsverfahren und die vielen, vielen anderen Verfahren, die es ja gerade in der Türkei gibt, wo Menschen willkürlich aus dem öffentlichen Dienst entlassen werden, wo es Drohungen gegen Menschen gibt, es Gewalttaten gibt. Und ich halte es für dringend notwendig, dass wir da hingucken und dass wir da auch eine Öffentlichkeit für herstellen. Das finde ich notwendig. Und jetzt ganz akut in dieser Situation muss natürlich auch Druck gemacht werden, dass die Grenze zwischen der Türkei und Syrien, dass es dort Grenzübergänge gibt, dass die Grenze geöffnet wird, dass grenzüberschreitende Hilfe möglich ist. Weil das ist ja ein Problem, dass es den Rettungskräften so enorm erschwert, dass eben in Syrien es so ist, dass eben diese Gebiete völlig hinten runterfallen und dort kaum Hilfe aus syrischem Gebiet hinkommt, aber über die Grenze aus der Türkei es auch kaum möglich ist, weil es eben nur
einen oder ich glaube, es gibt jetzt ein paar mehr Grenzübergänge, aber es ist eben wie ein Nadelöhr. Es gibt eben kaum Grenzübergänge. Das wäre dringend notwendig, da Druck zu machen, dass es jetzt hier zu einer schnellen Hilfe kommt, unbedingt. Und dann wird es natürlich viel Hilfe brauchen, auch beim Wiederaufbau. Und ich meine, die Menschen, das sind jetzt wirklich, also genaue Zahlen wissen wir ja nicht, es sind Millionen von Menschen vom Erdbeben betroffen. Davon viele sind obdachlos, viele haben kein Dach mehr über dem Kopf und deswegen ist es natürlich dringend notwendig, jetzt auch die Frage von Wiederaufbau und die Frage der Unterbringung der Menschen. Also natürlich merkt man das auch, wenn man selber in der Türkei unterwegs ist, dass überall Menschen aus der Erdbebenregion da sind, also kommen in Ankara, in Istanbul, also überall fliegen jetzt Menschen oder fahren mit dem Auto zu Verwandten, zu Freunden, um irgendwo unterzukommen. Okay, vielen Dank. Es sind übrigens 13,2 Millionen Menschen, die in der Region vom Erdbeben betroffen sind, also praktisch so 1/6 der Türkei. Ist gerade zurzeit aus der Region, oder stammt aus der Region. Kurz nochmal konkreter, bevor du uns jetzt gleich verlässt, weil du gleich Folgetermin hast. Ich weiß, ich habe dich schon ein bisschen zu lange in Anspruch genommen. Die letzte Frage, plant die Linke konkret irgendetwas, außer Solidaritätsbekundung und Spendengelder, vielleicht die Menschen aufzufordern, Spendengelder zu sammeln? Gibt es da noch konkrete Pläne oder müsst ihr da noch beraten? Na, das ist, was wir ja in den letzten Tagen auch bereits gemacht haben, also natürlich zu Spenden aufzurufen. Wir haben ja auch solche Strukturen, also den Verein der Bundestagsfraktion zum Beispiel und auch viele Landtagsfraktionen haben das. Also das halte ich schon für dringend notwendig, das zu machen und eben, ja, natürlich auch, ich glaube, es ist auch notwendig, das natürlich auch kontinuierlich zu machen, weil ich meine, natürlich ist jetzt ist erstmal die erste Nothilfe nötig, aber es geht natürlich auch darum, ja, mittelfristig, dass es eine Perspektive gibt und dass es eben auch einen Wiederaufbau gibt und dass Menschen eben nicht, jetzt nicht für Wochen und Monate in Behelfsunterkünften sind, sondern dass alles dafür getan wird, eben dort auch Perspektiven zu schaffen, dass Menschen ja wieder vernünftig untergebracht sind und die Region wieder aufgebaut werden kann. Super, vielen Dank, Janine, dass du hier bei uns warst. Ich verabschiede mich schon mal von dir und Alev und ich werden uns dann noch weiter unterhalten. Wir sehen uns sicherlich in einer zukünftigen Sendung wieder. Da komme ich gerne auf dich zurück für bestimmte Themen, die Türkei betreffen. Vielen Dank und viel Spaß bei deinen Folgeterminen. Danke. So, Alev, jetzt sind wir zu zweit, machen wir uns beide groß. Ich konnte dich jetzt so ein bisschen, musste dich außen vor lassen, weil Janine halt unter Zeitdruck stand. Ich würde mal einen Schritt wieder zurückgehen, wieder zurück zu der Bombardierung der türkisch-syrischen Grenze. Kannst du dazu noch was sagen oder möchtest du dazu noch was antworten? Ich hatte gerade ganz kurz schlechten Empfang. Kannst du kurz die Frage wiederholen, bitte? Ich musste dich leider das außen vor lassen. Verstanden? Okay. Die Frage wäre, die türkisch-syrische Grenze, die gerade bombardiert wird, ob du dazu noch was sagen möchtest. Ja, also vielleicht auch ganz allgemein, also es wird jetzt sehr viel über die Türkei gesprochen, das ist auch sehr wichtig. Die Türkei ist auch klar mit einer größeren Zahl von Menschen betroffen. Also man geht hier in der Türkei von etwa 12.000 fast 13.000 Todesopfern aus, während es in Syrien so knapp 3.000 sind. Aber das also die Destabilisierungspolitik, die seit wirklich Jahren in Syrien geführt wird, also die merken wir jetzt bei einer Katastrophe nochmal umso stärker. Also es gibt gerade in Nordsyrien kaum ausreichend medizinische Versorgung für die Menschen. Also auch all das Unheil, das der IS dort auch über einen langen Zeitraum, wohlgemerkt auch mit Waffen, die ihm auch aus der Türkei geliefert wurden, angestellt hat. Das macht sich jetzt auch nochmal umso stärker bemerkbar. Und natürlich ist die Bombardierung, also
die willkommene Gelegenheit für die Türkei, also wo schon Leid da ist, kann man dann endlich in die verhassten kurdischen Gebiete, gerade in Nordsyrien, weiter bombardieren und auch keiner redet, wie du auch angemerkt hast, aktuell darüber. Also es wird quasi still und heimlich schnell der Feind weiter angegriffen, während er sich sowieso in einer verletzlichen Situation gerade befindet. Und das zeigt auch, wo die Prioritäten der türkischen Regierung liegen. Also während große Teile gerade in kurdischen Städten und Dörfern auf sich allein gestellt sind, also wir sehen da auch eine Zwei-Klassen-Hilfe gerade, sehen wir, dass die Priorität eben wohl dabei liegt, Nordsyrien weiter zu bombardieren, während im eigenen Land so eine Katastrophe ist. Dann kommen wir vielleicht wieder zurück nach Deutschland. Was können wir jetzt aus Deutschland machen? Die DIDIF hat ja verschiedene Kampagnen gestartet. Willst du darüber berichten? Ja, kann ich machen. Genau, also wir haben auch darüber, also am Tag, als das passiert ist, darüber gesprochen und uns Gedanken gemacht, wie wir am ehesten helfen können. Für uns ist einerseits sehr wichtig, also so wie wir es heute gemacht haben, über die Hintergründe auch zu sprechen, über die aktuelle Situation in der Türkei auch nochmal und auch in Syrien zu sprechen, auch wie das was wir ja auch besprochen haben, also was gerade wie das bedingt ist, wie die Situation überhaupt so schlimm enden konnte, darauf aufmerksam zu machen, also über die politischen Hintergründe und auch, was Janine gesagt hat, darüber, dass auch gerade Oppositionelle, die diese Situation kritisieren, auch weiterhin verhaftet werden. Also die Türkei, also die türkische Regierung führt ihre Repressionspolitik ungehindert fort. Und das ist sehr wichtig, darauf aufmerksam zu machen, besonders im Hinblick auf die Wahlen, wenn sie denn tatsächlich stattfinden sollten im Mai. Darüber wird ja auch gerade gesprochen, ob sie eventuell verschoben werden können. Genau, und der zweite Schritt ist eine ganz, ganz praktische Hilfe. Wir haben eine Spendenkampagne gestartet, bei der wir vor allem gerade uns darauf konzentrieren auf finanzielle Spenden, aber wie man in den Bildern, die gerade eingeblendet werden, sieht, ist es auch schon der Fall, dass in Vereinen auch Sachspenden auch angenommen werden, je nach Möglichkeiten. Also aber unser Hauptschwerpunkt liegt gerade auf der finanziellen Spendensammlung. Dazu haben wir eine Erklärung herausgebracht und einen Spendenaufruf auch herausgebracht und genau, haben den jetzt gestreut. In den Orten passiert sehr viel, wie eben der LKW, den wir hier auch gerade sehen, also die Bereitstellung von Sachspenden, aber auch zum Beispiel waren viele Kolleginnen jetzt von uns auch beim Poststreik, der ja in den letzten 2 Tagen stattgefunden hat, also Montag und Dienstag. Wir haben dort auch Spenden gesammelt. Also da haben sich auch die Kolleginnen von der Post sehr solidarisch gezeigt und haben auch gespendet. Und viele weitere Aktionen sind zurzeit auch in Planung. Okay, sehr schön. Ich denke, zur allgemeinen Situation, es ist eine Katastrophe in der Türkei und wir müssen gucken, wie wir Anteil nehmen können und den Menschen helfen können. Das ist das Entscheidende, denn es geht wirklich gegen die Zeit. Jede Sekunde, jeder Tag, der verstreicht, der vorbeigeht, ist zu viel. Und um noch Hoffnung zu haben und Menschen eventuell noch tatsächlich retten zu können, müssen wir uns dann handeln. Wir sehen, dass die türkische Regierung leider Helfern teilweise auch Steine in den Weg legt. LKWs wurden beschlagnahmt, die kommen nicht über die Grenze. LKWs, die im Land unterwegs sind, aus Istanbul, aus Ankara, aus anderen Städten, die werden einfach nur geblockt und die Hilfsgüter, die da sind, werden sozusagen zuerst mal beschlagnahmt, weil die türkische Regierung alles unter eigene Kontrolle bringen möchte, weil sie dafür sorgen möchte, dass alles zentralisiert ist, was auf der einen Seite sicherlich gut ist, aber wir merken, dass die auch parteiisch diese Verteilung der Güter und der Hilfen organisieren. Das haben wir zum Beispiel auch vor 11 Jahren beim Erdbeben in Van gesehen, dass in Van, wo hauptsächlich mehrheitlich HDP-Wähler leben, die Hilfen viel später oder gar nicht kamen, während in Regionen oder in Stadtteilen, wo AKP
Wähler mehrheitlich sind, schnell geholfen wurde. Und dementsprechend ist die Situation gerade in der Türkei auch politisch sehr explosiv. Das heißt, die Regierung versucht, das zu machen, was sie immer macht, zu polarisieren und dementsprechend die Hilfe selber unter Kontrolle zu bringen, um selber dann später eventuell auch wahlkampftechnisch Profit daraus zu schlagen. Das zu thematisieren ist unsere Aufgabe als Zeitung Neues Leben. Das werden wir weiterhin machen. Wir danken der DIDIF, dass sie auf jeden Fall versucht zu helfen, wo sie helfen kann. Wir wissen, dass sehr viele Spendengelder gesammelt werden. Das Rote Kreuz, Samariterbund, Medico und so weiter. Sehr viele Initiativen, Vereine und Hilfsorganisationen sind gerade dabei, Gelder zu sammeln. Die Gelder, die die DIDIF sammelt, wo werden die denn genau hingehen? Kannst du darüber noch ein bisschen Informationen geben? Ja. Das ist eine Frage, die wir berechtigterweise auch relativ oft bekommen. Also wir haben da auch eine praktische Erfahrung tatsächlich. Das wissen, glaube ich, ganz viele auch gar nicht. Also wir haben bereits Spendenkampagnen auch bei anderen Naturkatastrophen gestartet gehabt oder auch Nicht-Naturkatastrophen, wie eben dem Arbeitsmord in Sommer damals oder eben das Erdbeben in Van wurde erwähnt, das Erdbeben in Istanbul. Also damals haben wir auch schon tatsächlich Spenden gesammelt gehabt. Und uns ist es sehr wichtig, dass die Spenden unbürokratisch an die Menschen kommen. Also du hast es ja eben auch schon ausführlich erklärt. Also wir haben den Umstand, dass gerade auch Laster und alles drum und dran beschlagnahmt werden. Also wir können nicht sicher gehen, wie und wo Spenden aktuell, wenn die türkische Regierung, eine durchaus korrupte Regierung, die gegen die Opposition und all jene, die nicht ihrer Meinung sind, vehement unterdrückt, die Hände an diese Spenden bekommt, kann man nicht garantieren, dass sie wirklich gerecht bei allen ankommt. Deshalb werden wir eine Delegationsreise unternehmen in die Türkei. Das hatten wir bei Van damals auch gemacht, nach dem Erdbeben von Van. Da hatten wir in kürzester Zeit auch mehrere tausend Euro Spenden gesammelt und sind dann in die Türkei gefahren. Und wir sind da jetzt auch schon in Kontakt mit demokratischen und zivilen Organisationen und werden mit diesen, die in den Städten auch aktiv sind, absprechen, wo auch keine Hilfen ankommen und wo sie am dringendsten gebraucht werden. Es haben sich auch bei letzten Erdbeben, das ist jetzt auch zu erwarten, auch in Vierteln, also Stadtteilkoordinationen gegründet, die Hilfen geleistet haben in den Stadtteilen. Und das wird wahrscheinlich jetzt auch wieder passieren. Und diese werden wir dann eben als Kontakt nehmen, um die Spenden auch an die Leute zu bringen. Und es ist wirklich, wirklich beeindruckend, wie sehr die Menschen in Deutschland gerade also Solidarität zeigen. Das möchte ich auch nochmal sagen. Also sofort Artikel teilen, Spenden sammeln, Freunde anrufen, Sachspenden an die Organisationen bringen, die sie sammeln. Also es ist wirklich, die Solidarität, die hier gerade gezeigt wird, die wird, so hoffen wir, den Schmerz der Menschen, die eben von dem Erdbeben betroffen sind, zumindest ein bisschen lindern. Also zu sehen, dass es international den Menschen wichtig ist, dass es ihnen gut geht. Vielen Dank, Alef, für deinen Beitrag. Liebe Zuschauer und Zuschauerinnen und Zuschauer, ich danke auch Ihnen für Ihre Zeit. Wir freuen uns natürlich über jede Spende, die auf das Konto, was Sie unten sehen, eingeblendet wird. Ebenfalls freuen wir uns über alle Likes, Kommentare und auch Abonnements unserer Kanäle. Und schönen Abend wünschen wir allen. Vielen Dank, Alef, und Janine nochmal vielen Dank. Herkes elinde yapıyor. Allah Allah. Başka ne biliyorsun ya?
Hayır, Yusuf'tan bir gelsene. Boştan koşamaz. Kalabalık olamayacaksanız zincirleme çıkarız. Ah. Allah nasıl etsin.